Herzlich willkommen hier in Ägypten, und dieses Land hatte ich länger auf meiner Reise-Bucketlist, und ich freue mich, dass ich endlich mal hier in einem Winter, sogar über Weihnachten, dieses spannende Land etwas kennenlernen darf. Ja, und warum gibt es diese Reisevlogs hier ab und zu? Wir sind ja keine Reise-Community, aber ihr wisst, ich bin gerne viel unterwegs und nehme euch einfach auch mal gerne auf Reisen mit, bekomme da auch viele Anfragen. Ja, und weiß, dass es viele von euch eben auch sehr stark interessiert. Das heißt, wenn neben den ganzen Geld-Finanztipp-Videos auch ein bisschen Mäuschen spielen möchtest, wie das bei mir teilweise aussieht und was ich eigentlich die ganze Zeit so mache, dann sehen wir uns hier zumindest mal ein bisschen was gemeinsam an. Also, Ägypten ist ein sehr, sehr spannendes Land. Uns erwartet ein tolles Abenteuer, und es ist gestartet in Kairo. Da bin ich erstmal ein paar Tage früher angekommen, war dort in dem Marriott Mena. Und das ist ein beeindruckendes Hotel, deswegen erwähne ich es auch. Es hat unter anderem sehr schöne Zimmer und Suiten mit grandiosem Pyramidenblick. Das heißt, wenn du dir was gönnen möchtest, dann ist es auf jeden Fall sehr ansprechend. Beim Frühstück hat man aber auch ohne Pyramidensuite einen direkten Pyramidenblick auf die spektakulären Pyramiden von Gizeh. Diese hatte ich auch im Inneren besucht, und die offizielle Reise ist danach mit dem Veranstalter selbst gestartet im Kairo Four Seasons. Dies hat auch einen schönen Ausblick auf den Nil, ist dann halt mehr im Stadtzentrum und wuseliger. Da habe ich dann einen eigenen Ausflug gemacht und Kairo bzw. die Altstadt etwas erkundet. Am Montag war dann der Flug nach Luxor, und dort ging es dann auf das Schiff. Aber zuvor eine riesige Tempelanlage mit dem Tempel von Karnak, und ist eine der größten religiösen Bauwerke der Welt. Es hat über 2000 Jahre Bauzeit benötigt und sogar einen eigenen heiligen See. Danach ging es auf das Schiff. Ja, und wie das Ganze hier auf dem Schiff aussieht, das sehen wir uns doch mal gemeinsam an. Ja, und dann sehen wir uns auch mal an, wie das hier im Inneren aussieht. Also wie ich finde, sehr schön dekoriert. Hat einen richtigen Wohlfühlfaktor. Da kann man sich hier direkt ans Fenster setzen. Fenster können wir auch aufmachen. Sieht man gerade ein bisschen, wie das aussieht. Hier gerade unterwegs hier auf dem Nil. Mein Fernseher theoretisch mit Netflix ist aber nicht verbunden. Ich glaube, ist auch nicht so ganz gewünscht. Wie im Internet. Internet ist soweit okay, nicht weltbewegend, aber wir müssen ja immer berücksichtigen, wo wir hier gerade sind. Und hier jetzt dann Richtung Bad. Wir haben auf der Seite hier die Dusche. Wir haben ja auch eine Badewanne. Genau, das hier ist auch ein luxuriöseres Suite, im Übrigen auch ein bisschen größer. Hier haben wir die Bargegend, kann man auch mal schön was bestellen. Genau, alkoholische Getränke kosten ein bisschen extra, je nachdem, was man haben möchte. Genau, schöne Lounge Area, kann man auch schön was trinken und einfach auch ein bisschen chillen. Am Dienstag ging es weiter. Wir sind erstmal weiter in Luxor geblieben. Wir hatten ein paar Rundfahrten mit dem Schiff und haben den Tempel von Luxor angesehen. Der ist übrigens verbunden mit dem Tempel von Karnak durch die Sphinxallee, die sich ein paar Kilometer zieht mit den vielen kleinen putzigen Sphinxen. Der Tempel von Luxor ist wie alles hier in Ägypten extrem historisch, sehr interessant, einfach schön und ja, einfach ein tolles Privileg, sowas betrachten zu dürfen. Am Mittwoch ging es dann ins Tal der Könige, auch hier noch in Luxor. Es war für mich persönlich auch ein Highlight. Dort gibt es über 20 Könige und Pharaonen, die hier beerdigt worden sind. Das war quasi die Totenstätte nach der Pyramidendynastie. Das heißt, während die Könige gelebt haben,
ja, wurden bereits ihre Gräber gebaut und ein großes Highlight war das Grab von dem bekannten Tutanchamun und wirklich so noch die sterblichen Überreste von ihm auch sehen konnte und den Sarkophag von diesem sehr, sehr jungen König, der extrem jung gestorben ist, man schätzt 18 oder 19 war er. Er wurde dort begraben und nach seinem Tod hat man noch schnell das Grab von ihm hergerichtet. Am Donnerstag ging es nach Aswan. Tolle Stadt, ziemlich weit südlich. Dort hatten wir einen sehr, sehr schönen Ausflug in das Sofitel Legend und dort eben mit Tea Time und ein paar süßen Sachen und ein bisschen Kaffee. Ja, in dem Luxushotel kann man wirklich wunderbar den Sonnenuntergang bestaunen. Das war für mich persönlich auch so das zweite große Highlight, vielleicht sogar das Highlight schlechthin. Ein unglaublich tolles Panorama in dem Hotel. Also wenn ich nochmal nach Ägypten komme und auch nach Aswan, dann definitiv in das Sofitel Legend. Also es hat einen sehr beeindruckenden, tollen Stil, auch dieses Hotel. Am Freitag war es dann rein Schiffsfahrt. Ich habe keinen Ausflug dort gemacht und gewartet auf eines der angekündigten Highlights, und zwar Abu Simbel. Es war ein bisschen umständlich, dorthin zu kommen, weil man musste nochmal einen halbstündigen Flug nehmen. Das heißt, ein normaler Flug, auch mit Einchecken und so weiter. War zwar entspannter als bei ganz großen Flughäfen natürlich, aber auch ein bisschen umständlich. Und Abu Simbel ist ein gewaltiger Tempel, der in Stein komplett gehauen wurde von dem bekannten Herrscher Ramses II., der seine Macht demonstrieren wollte. Dieser Tempel wurde wieder aufgebaut, vorher in über 1000 Blöcke zerlegt und dann wieder zusammengefasst und das Ganze wegen dem Aswan-Staudamm, der in den 60er Jahren gebaut wurde. Sehr dominant sind bei Abu Simbel natürlich die 4 gigantischen Sitzstatuen von Ramses II. Tolles Erlebnis und sehr beeindruckend. Am Sonntag ging es weiter auf dem Nil, ein bisschen einfach dorthin fließen sozusagen. Das war für mich auch eines der schönsten Dinge bei der ganzen Kreuzfahrt. Einfach nur oben zu sitzen auf dem Schiff und die Landschaft beobachten, wie diese so ganz langsam und gemächlich vorbeifließt. Hat also wirklich etwas Magisches und kann man einfach nur so genießen, wie man sich halt im Prinzip auch so vorstellt in Ägypten. Also einfach eine wundervolle Landschaft. Man hat da den Fluss und das Wasser, dann hat man natürlich das Grün daneben und im Hintergrund sieht man häufig auch die Hügel und teilweise eben richtig gebirgsmäßig und dann auch so dieses Wüstenähnliche und diese ganz karge Natur, und das alles zusammen hat wirklich ein tolles Flair, auch mit den terrakottamäßigen Häusern und Häuschen, die vorbeischwirren. Ja, was habe ich in meiner Freizeit gemacht? Das war über Weihnachten, ein paar Tage danach bis kurz vor Neujahr. Ich habe viel gelesen, teilweise auch ein bisschen was gearbeitet. Es gibt bei uns ja immer was zu tun. Bei mir verschwimmen also Privates und Geschäftliches so ineinander. Dass es immer einen Haufen Zeug zu erledigen gibt, wird es eigentlich so nie wirklich langweilig, ganz im Gegenteil. Für mich persönlich, es war ein tolles Erlebnis, hier den Nil zu befahren. Also wenn dich diese Bilder hier anreizen oder dir richtig gefallen, dann warum nicht? Dann definitiv auch einfach mal ausprobieren. Hochspannendes Land auf jeden Fall, dieses Ägypten. Zumindest, was ich jetzt sagen kann, auch von dem Anbieter hier. Meiner war Uniworld, was ja serviceorientiert. Ob es der beste Anbieter ist, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen, da ich keinen direkten Vergleich hatte. Ich hatte aber auf jeden Fall ein tolles Erlebnis und kann mir durchaus vorstellen, mal wieder zu kommen und auch mal zu gegebener Zeit vielleicht wieder hier eine Kreuzfahrt auf dem Nil zu machen. Wer weiß. Ich hoffe, es war interessant, bietet ein bisschen Einblick und freue mich im nächsten Reisevideo, beziehungsweise jeden Freitag kommen ja die Geld- und Finanztipp-Videos, die es seit über 9 Jahren inzwischen gibt. Also trainiere immer fleißig deinen Geld- und Finanzmuskel und das ist genau das, was einem die Möglichkeit gibt, solche Dinge wie so eine Kreuzfahrt theoretisch nur die ganze Zeit zu machen, von einem Highlight zum anderen. Ob man das muss oder nicht, egal, aber du hast die Freiheit dazu. Das wünsche ich dir von Herzen und ich freue mich auf dich bei den nächsten wöchentlichen Geld- und Finanztipps, die es jeden Freitag neu in Faszination Freiheit gibt. Dein Thorsten Wittmann.